Es ist ja wirklich immer verrückt, was heutzutage alles in den Supermärkten verkauft wird. Ich habe am Donnerstagabend noch kurz eingekauft und da habe ich den gesehen. Druckluft-Stabschleifer für 14,99 €. Und da habe ich gedacht, den nimmst du mal mit, den probierst du auf jeden Fall mal aus. Guckst mal, ob der wirklich vernünftig schleift. Ob man für 14,99 € einen Stabschleifer kriegt, einen Gradschleifer, mit dem man vernünftig schleifen kann. Wir gucken uns erstmal die Verpackung an, da finden wir schon interessante Informationen. Zum Beispiel, dass das Gerät maximal 20.000 Umdrehungen bringt die Minute. Damit ist das Gerät perfekt für Fräser und für Schleifstifte. Wir haben ja auch eine Angabe zum maximalen Arbeitsdruck, das sind 6,3 Bar. Was hier leider fehlt, ist eine Angabe, wie viel Liter die Minute muss der Kompressor liefern, damit wir mit dem Gerät vernünftig arbeiten können. Ich habe hier einen Parkside Silent Kompressor der neuesten Generation mit 10 Bar und einem 50 Liter Kessel und ich bin natürlich gespannt, ob der es schafft, diesen Stabschleifer vernünftig zu betreiben oder ob wir hier wirklich noch mehr Druckluft brauchen. Denn so ein Stabschleifer, so ein Gradschleifer, der ist wirklich sehr günstig, aber das sind natürlich Geräte, genau wie Schlagschrauber, die brauchen unwahrscheinlich viel Druckluft, damit man da wirklich vernünftig mitarbeiten kann. Trotzdem bietet so ein druckluftbetriebener Stabschleifer unwahrscheinlich viele Vorteile. Aber wir gucken uns das Gerät erstmal an, bevor wir dann noch weiter auf die Features zu diesem Gerät zu sprechen kommen. Wenn wir den Koffer aufmachen, dann haben wir hier wirklich ein schönes, kleines, handliches Bauteil. Also ich muss wirklich sagen, es gibt immer keine Chance für den ersten Eindruck oder keine zweite Chance für den ersten Eindruck und der erste Eindruck ist bei mir zumindest gut. Fühlt sich nicht wie 14,99 € an. Wir haben unten den Druckluftanschluss, wir haben seitlich den Hebel, um das Ganze zu betätigen. Der hat noch eine Sicherung, das was nicht aus Versehen betätigen. So ein Hebel hat natürlich immer den Vorteil, wenn ich umkippe, ohnmächtig werde, dann lasse ich den los, dann geht das Gerät sofort aus. Ich habe dann unten ganz normalen standardmäßigen Druckluftanschluss, eine ganz normale Druckluftkupplung, habe oben die Verschraubung für meine Spannzange. Da ist standardmäßig jetzt eine Spannzange für ein 6 mm Werkzeug gerüstet. Das sind die Werkzeuge, die auch in diesem Koffer drin sind. Und ich habe zusätzlich im Lieferumfang noch eine 3 mm Spannzange. Das heißt, man braucht hier im Prinzip nur oben diese Verschraubung lösen und dann kann man diese Spannzange auswechseln. Ob es die Spannzangen natürlich als Ersatzteil gibt, weiß ich nicht. Habe ich in der Form noch nicht gesehen, denke ich mal. Aber auch diese Gradschleifer sind in ähnlicher Form schon ein paar Jahre länger auf dem Markt. Dann denke ich, ja, wird es diese Spannzangen auch geben. Ist natürlich immer die Frage, ob sich dann überhaupt eine neue Spannzange lohnt oder ob man sich nicht gleich einen neuen Gradschleifer kauft. Das ist dann natürlich auch immer was zu so einer gewissen Wegwerfgesellschaft führt. Wenn so ein Ding 14,99 € kostet und wenn dann eine Spannzange vielleicht 7 oder 8 € kostet oder so, ich weiß es nicht. Normal, wenn man das bei anderen Gradschleifern hat, dann sind diese Spannzangen alles andere als günstig. Ich mache vor der Inbetriebnahme hinten einfach mal einen Tropfen Öl rein und dann können wir im Prinzip loslegen. So, dann bin ich mal gespannt, was mich jetzt erwartet. Ich habe hier meinen Kompressor, den werde ich jetzt anschließen an meine Drucklufttrommel. 1500 Watt Kompressor mit einem 50 Liter Tank, ein Silent, ein Flüsterkompressor. Den werde ich im Anschluss an dieses Video euch nochmal ganz kurz vorstellen, beziehungsweise am Ende des Videos werde ich den nochmal näher vorstellen. Ich rüste hier erstmal einen Schleifstein. Das ist ein mitgelieferter Schleifstein, der dreht hier vernünftig. Man merkt gleich, das Gerät hat richtig Dampf, hat aber auch eine hohe Laufruhe. Das ist auch wichtig, dass man ein Gerät hat, das wirklich nicht so eine hohe Eigenvibration hat, genauso beim Schleifen. Also das läuft relativ ruhig. Da ist der erste Eindruck wirklich positiv. Das Gerät hat auch richtig viel Dampf. Was man nur relativ schnell merkt, man hat diesen 50 Liter Tank. Man hat ja die 10 Bar, die in dem Gerät erstmal in dem Kompressor drin sind. Wenn die so ein bisschen aufgebraucht sind, dann arbeitet der Kompressor natürlich dagegen. Aber so ganz kommt der da nicht hinterher. Das heißt, es wird langsam immer etwas schwächer. Es ist irgendwann so ein Stand, wo man dann hängen bleibt. Das heißt, die 1500 Watt und 50 Liter reichen im Prinzip, aber schwächer dürfte es wirklich nicht sein. Ich denke mal, 1500 Watt und so ein 24 Liter Tank würde auch noch ausreichen, aber weniger darf es dann wirklich nicht sein. Sonst kann man nicht vernünftig mit so einem Gerät arbeiten. Um das Gerät voll auszureizen, könnte das sogar von dem Druckluftvolumen, das hier ankommt, also Liter in Minute, was hier ankommt, sogar noch ein bisschen höher sein. Also es geht, aber es ist nicht hundertprozentig ideal. Das Gerät mit genügend Druckluft, also das heißt, wenn man kurz wartet, das wieder aufbauen lässt, hat wirklich richtig Dampf.
anständig Druckluft rein, dann hat man da auch richtig Kraft. Also schleifen, fräsen, entgraten mit einem Schleifstein und so, das funktioniert alles schon mal richtig, richtig gut. Aber wollen wir mal gucken, was das Gerät noch so alles kann. Als nächstes will ich mal Drahtbürsten ausprobieren. Es gibt die verschiedensten Drahtbürsten und viele haben wirklich auch eine Drehzahlbegrenzung. Das heißt, die sind nur bis 15.000 Umdrehungen. Ich habe hier zwei, die sind wirklich bis 20.000 Umdrehungen und damit kann man entrosten wie ein großer. Also ist wirklich schön, kann man vernünftig mit entrosten. Sieht man hier an diesem kleinen Beispiel. Ich habe geguckt, ob ich irgendwas Verrostetes in meiner Werkstatt finde. Hatte dieses alte Rohr hier und das geht wirklich gut. Man hat hier ein kleines, leichtes Gerät. Das ist natürlich so ein Riesenvorteil. Dieses Gerät hat wirklich ein Eigengewicht, das ist minimal. Das sind wenige 100 Gramm oder so. Da kann man mit einer Hand arbeiten oder mit zwei Händen. Mit einer Hand ist fast das Gerät zu stark von der Drehzahl und von der Kraft her. Man muss das schon fast mit zwei Händen halten. Aber das ist wirklich angenehm. Man sieht auch, ich habe hier jetzt Handschuhe angezogen, weil es ohne Handschuh wirklich zu kalt ist. Mit der Druckluft oder so, da frieren einem wirklich die Pfoten ein. Aber ansonsten von wegen auch entrosten kann das Gerät sehr, sehr gut. Da ich hier jetzt eine Arbeit nach der anderen durchziehe, merkt man natürlich auch, dass der Kompressor richtig arbeiten muss und da wird er natürlich auch heiß und da ist der Vorteil, dass das hier alles verblendet ist. Wenn es verblendet ist, man kann es zwar anfassen, aber man kann sich nicht die Finger verbrennen. Man merkt, es ist ein bisschen warm, mehr aber auch nicht. Ich schleife hier einfach mal eine Fläche, sieht man auch mit dem Schleifmopp, das geht auch. Das heißt, ich habe hier im Prinzip nicht, dass der Motor in irgendeiner Form abraucht, dass der anfängt zu stinken. Es ist höchstens, dass die Kraft mal zurückgeht. Ich habe hier ein Rohr, so ein kleines Versuchsrohr, da ist vom Edelstahlschweißen relativ viel Blumenkohl. Da können wir auch schön in so einem Rohr schleifen. Ich habe hier einen Schleifmopp und dann kann ich da einfach das Ganze mal ein bisschen begradigen, das Ganze wieder sauber schleifen, das Ganze wieder ein bisschen einebnen. Geht auch sehr schön, sehr einfach. Und genauso könnte ich mit diesem kleinen Schleifer natürlich auch Edelstahlflächen nachschleifen, Edelstahlflächen polieren und dergleichen, immer mit dem Hintergedanken, dass die Drehzahl dem Gerät angepasst sein muss, die das Schleifmittel wirklich maximal verträgt. Es gibt ja wirklich so unglaublich viele Möglichkeiten, was man mit so einem Druckluftschleifer alles machen kann. Das ist wirklich Wahnsinn. Zum Beispiel hier eine Bohrung ein bisschen aufschleifen, an eine Bohrung eine Phase ranschleifen und. Oder eine Bohrung ein bisschen oval schleifen, damit es besser passt. Es gibt da so viele Möglichkeiten. Ich denke mal, gerade alle, die schon mal Druckluft in der Werkstatt haben, aus meiner Sicht gehört wirklich in jede gute Werkstatt Druckluft. Für die ist so ein Gerät natürlich besonders interessant. Für den Preis, da braucht man nicht zweimal überlegen. Da hat man mal 2, 3 Anwendungsfälle über die Jahre, wo man so ein Gerät braucht. Dann hat sich das eigentlich schon amortisiert, bevor man irgendwas nicht hinkriegt. Ja, das sind tolle Möglichkeiten. Hier habe ich jetzt mal so einen 3 mm Fräser eingespannt. Wenn man das Ganze so mit so einem Dremel vergleicht, da kann man das eigentlich nicht vergleichen. Ein Dremel ist ja mehr so ein ganz feines, filigranes Werkzeug. Hier mit diesem Druckluftschleifer hat man wirklich richtig Kraft. Wenn man das im Vergleich sieht mit meinen anderen Gradschleifern, ist das Gerät aber wirklich sehr klein, sehr handlich und kompakt. Und das ist natürlich auch so mit der Riesenvorteil von dem Gerät neben dem Preis. Ich finde das Gerät alles andere als schlecht, muss ich sagen. Ich habe jetzt 2 Stunden mit dem Gerät hardcore-mäßig geschliffen. Das hat wirklich sehr gut funktioniert. Drucklufthunger von dem Gerät ist wirklich groß. Das heißt, bei den 6 Bar, die das Gerät ungefähr braucht, muss man wirklich auch so 120 Liter die Minute an Druckluft haben. Unter dem braucht man damit nicht arbeiten. Das hat mein Kompressor hier sehr zuverlässig geliefert und darum gucken wir uns den Kompressor jetzt natürlich auch noch mal im Detail an. Der ist nämlich auch wirklich sehr, sehr interessant. Ich habe bei mir zu Hause im Garten immer noch so einen schönen alten Kompressor. Problem ist wirklich nur, wenn ich den anmache, dann hat man das Gefühl, bei mir im Garten startet gerade ein Flugzeug. Und da sind solche Silent-Kompressoren, solche Flüsterkompressoren natürlich super. Die sind so schön ruhig und leise, die kann man auch auf dem Sonntagabend anmachen, die kann man auch wirklich am Wochenende, an Feiertagen, die kann man immer anmachen, die stören niemanden, gerade in einem Wohngebiet. Aber auch der Lärm, wenn man selber in so einer Werkstatt arbeitet, das ist wirklich sehr, sehr angenehm mittlerweile und mittlerweile sind die auch wirklich sehr bezahlbar. Das ist ein Parkside Silent Kompressor, das ist eine neueste Generation. Der hat 10 Bar maximalen Arbeitsdruck, 10 Bar Kesseldruck und dann kann man den Arbeitsdruck dazu noch einstellen. 1500 Watt Motor und ich habe hier die Variante mit einem 50 Liter Kessel. Es gibt auch die Variante mit einem 24 Liter Kessel. Finde ich auch sehr interessant. Den gibt es, glaube ich, aktuell für 120, 130 Euro im
Angebot. Also das ist wirklich ein Hauch von nichts. Und hier werden wir natürlich jetzt auch mal den Kompressor befüllen. Hier ist da oben der An- und Ausschalter, ist im Prinzip auch gleichzeitig ein Notaustaster. Wir haben unten ein Ablassventil. Das finde ich in der Form nicht ganz so gut. Ich sage mal, das ist eine Verschraubung. Wenn da noch Druck drauf ist, knallt ihr das Ganze natürlich irgendwann kräftig raus. Da habe ich zum Beispiel, ich habe mal meinen Flüsterkompressor hier mit hergeholt. Da habe ich bei Weldinger hier zum Beispiel so ein kleines Ventil, was man da öffnen kann. Das ist die deutlich praktische Sache. Ich möchte das Ganze auch mal in Kurzform vergleichen, dass wir mal hören, welcher von den beiden Kompressoren wirklich leiser ist. Wenn man hier diese Anbauteile sieht oben, die sehen schon sehr, sehr ähnlich aus. Der Kompressor hat hier oben ein Überdruckventil, das kann man auch immer schön dafür nutzen, dass man am Ende des Tages das System drucklos macht. Gerade bei 10 Bar, das ist schon eine Menge Belastung auf Dauer, da sollte man am Ende des Tages wirklich immer die Druckluft ablassen. Der Tank, das prüfe ich hier gerade, ist aus Stahl, ist also nicht aus Aluminium. Ob der jetzt von innen beschichtet ist, wie bei meinem kleinen Weldinger Flüsterkompressor oder nicht, dazu findet man keine Angaben. Ich denke mal, da es nicht angegeben wird, wird er sicherlich von innen ganz normal nur lackiert sein und nicht irgendwo beschichtet. Das ist natürlich auch ein riesen Unterschied in der Haltbarkeit. Ich bin jetzt mit meinem Handy bewaffnet. Damit werde ich messen, wie lange der Kompressor oder stoppen, wie lange der Kompressor braucht, den 50-Liter-Tank mit 10 Bar Druckluft zu befüllen. Dann habe ich hier ein dB-Messgerät. Damit werde ich messen, was für eine Lautstärke der Kompressor dabei erreicht. Solche Messungen sind natürlich nie hundertprozentig genau und die Originalmessungen, deren dann hier wirklich diese Angaben zugrunde liegen, die werden in einem Messraum ausgeführt. Das ist natürlich immer was ganz anderes mit geeichten Messmitteln. Das habe ich hier alles in der Form nicht. Aber es gibt doch immer einen guten Eindruck, wenn man jetzt hier so misst, dann ist man ungefähr einen Meter Abstand, ist man bei 75 dB, 74 dB geht es hoch auf 75 dB. Das ändert sich leider nochmal bei dem Flüsterkompressor oder bei dem Silent-Kompressor. Wenn man hier die 7,5, knapp 8 Bar überschreitet, dann wird er nochmal einen kleinen Tuck lauter. Das liegt sicherlich daran, dass der Kompressor dann richtig arbeiten muss. 1500 Watt Kompressor ist jetzt nichts ganz Schwaches, aber trotzdem hat er natürlich kräftig zu arbeiten, um dann wirklich von 8 Bar diesen Kessel dann nochmal auf 10 Bar Druck zu erhöhen. Wenn ich jetzt regelmäßig mit diesem Kompressor arbeiten würde, dann müsste man entweder diese 80 dB, was auch nicht die Masse ist, also das heißt ein normaler Kompressor hat deutlich über 90 dB sogar noch, dann würde ich den aber runter regulieren, dass der bei 6 Bar sich wieder einschaltet und bei 8 Bar abschaltet. 80 oder so, wenn es auch nicht ganz genau sind, vielleicht sind es 75, wäre mir persönlich für einen Flüsterkompressor schon ein bisschen laut. Dafür ist aber sehr, sehr bezahlbar, das heißt, da muss man so kleine Abstriche halt wieder machen. Bis der Tank gefüllt ist, braucht es jetzt stolze 4 Minuten 24. Dann habe ich meine 10 Bar. Also 10 Bar ist natürlich auch eine Menge. Können die wenigsten Kompressoren, die meisten schalten bei 8 Bar ab. Ich habe das mit den dB, also mit der Lautstärke, auch nochmal mit dem Weldinger Kompressor gemessen. Der ist bei meinem Messgerät hier so bei um die 70 rum. Also das heißt, geht mal bis auf 71 hoch, geht mal auf 79,8 runter oder so. Ich denke mal, das Ganze ist schon relativ genau. Also der erste Eindruck von dem Kompressor ist alles andere als schlecht. Gerade für den Preis findet man sonst keinen Flüsterkompressor. Dafür bietet er eine Menge mit einem großen Tank. Wenn man diese kleine Version sieht, die ist da wirklich vom Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Ob es unbedingt 10 Bar sein müssen, das ist natürlich so eine Frage. Ab 8 Bar ungefähr, da wird er halt, wie gesagt, wie ich es eben schon gezeigt habe, deutlich lauter. Und ich würde ihn wahrscheinlich zurücksetzen und würde den nur bis 8 Bar benutzen. Aber wäre jetzt so eine Sache von mir persönlich. Ansonsten ist das wirklich eine unwahrscheinlich günstige Möglichkeit, günstig, halbwegs leise Druckluft in der Werkstatt zu haben. So, den Schleifer und natürlich den Kompressor verlinke ich natürlich in der Beschreibung. Ich hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schleifen und beim Schweißen. Euer Manni.